Hallöchen, hier ist die Anne Bross von Anne Bross Kunst. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht heute um ein Bild, das ich malen möchte in ganz kräftigen Farben. Und schaut her, was ich da mir geholt habe. Das sind Stifte, das sind Ölpastellstifte, die wasserlöslich sind, und das ist das Besondere daran, und damit möchte ich jetzt dieses Bild heute malen. Das hat eine Konsistenz, so ähnlich wie Wachsmalkreiden. Ziemlich weich sind die Stifte, man kann da sehr gut weich damit malen, und lasst einfach eurer Fantasie ihren Lauf und lebt euch mit den Farben aus. Ich mag das unheimlich gern, wenn es leuchtende Farben sind, die gut zueinander passen. Überlegt euch, welche Farben ihr nehmen möchtet, und ihr seht schon, wenn ich die jetzt übereinander male, dann mischen die sich auch zusammen. Das ist klar. Blau und Gelb ergibt dann ein Grün, und da kann man wieder neue Farbkompositionen damit erzeugen und in das Bild einfließen lassen. Oder es bleiben so kleine Farbanhaftungen dann dran, und später kommen sie zutage an einem ganz anderen Ort des Papiers. Das ist immer wieder sehr spannend und aufregend, da zuzuschauen und das auch selbst auszuprobieren. Es muss nicht gegenständlich sein. Ich male ja sehr gerne abstrakt. Auch dieses Bild wird ein abstraktes Bild werden mit vielen unterschiedlichen spannenden Momenten. Ihr müsst einfach das ganze Video verfolgen, dann seht ihr, dass ich mit verschiedenen Farben dann noch arbeiten werde. Und dieser Farbkasten, das ist auch, finde ich, eine gute Sache. Das war auch eine Überraschung für mich selbst, dass das so intensive Farben sind. Denn ich kannte diese Art von wasservermalbaren Farben noch nicht, muss ich sagen. Und das wollte ich einfach ausprobieren. Ich habe dazu ja auch schon andere Videos hier gezeigt, wo ich diese Farben zum Einsatz gebracht habe. Man kann sie zunächst pur auftragen und später kann man sie weiter bearbeiten, indem man vielleicht mit dem Pinsel und Wasser die verändert. Aber das müsst ihr dann selbst entscheiden. Ich gebe euch ja immer ein entsprechendes Beispiel in meinen Videos, um euch zu zeigen, was es alles gibt. Dafür bekomme ich kein Geld, sondern das mache ich einfach, weil es mir Spaß macht. Und ja, dann ist es gleichzeitig eine Basis, wo man
immer mal nachschauen kann, was gibt es Neues auf dem Kunstmarkt. Ich schaue dann selbst auch entsprechende Videos von Künstlern an und bilde mich da auch fort, probiere vieles aus und kann das dann auch für meine Zuschauer manchmal umsetzen, wieder in anderer Form, denn man möchte ja nicht jemandem etwas nachmachen, sondern man möchte ja seine eigene Kreativität fördern und sich da weiterentwickeln persönlich und nehmt das immer nur als Anregung, denn man kann keinen Künstler nachahmen, so sehr man das auch möchte. Man kann sich da nur vielleicht eine Technik abschauen und selbst ausprobieren, aber irgendwann muss man dann zu einem eigenen Stil finden und so soll es ja auch sein, denn jeder Künstler sollte ja einen Wiedererkennungswert haben, genauso wie das bei den Musikern ist, bei den Sängern ist, wo die Stimme vielleicht das Erkennungsmerkmal ist, wo man dann eine Stimme hört und weiß, das ist jetzt eben ein bestimmter Künstler, das ist seine Stimme. Genauso verhält es sich bei den Künstlern, die in der Malerei tätig sind. Da ist es genauso. Irgendwann, wenn jemand sagt, ach, das ist jetzt ein Pross, dann weiß ich, gut, dann habe ich einen Wiedererkennungswert geschaffen für mich, der bei den Leuten, die sich Kunst anschauen und Kunst lieben, dann zum Tragen kommt, indem sie genau sagen können, dieser Stil, das kann nur der Maler oder diese Malerin sein. Bis jetzt schaut das sehr wild aus. Mir gefällt das aber, denn diese vielen intensiven Farben, die sich dann auf dem Blatt ergeben, die werden im Laufe des Prozesses noch weiter bearbeitet und ich lasse mich da immer treiben, denn man sollte da auch nicht irgendwie intensiv nachdenken, was mache ich jetzt und wo kann ich vielleicht einen Strich oder einen Punkt setzen, sondern lasst es einfach laufen. Es kommt, wie es kommen muss und es ergeben sich da immer neue Aspekte und da brauche ich mir gar keine Gedanken machen, dass das Bild am Ende schrecklich aussieht. Das ist eigentlich nie der Fall, denn jedes Bild hat seine eigene Dynamik, seine eigene Farbrange sozusagen und das entwickelt sich auch aufgrund der Technik, die man verwendet, ob das jetzt ein Aquarell ist oder ein Acrylbild oder ob man eben ein Mixed-Media-Werk erstellt aus unterschiedlichen Materialien. Natürlich soll es eine ansprechende Komposition am Ende darstellen, denn wenn es zu
wild und unübersichtlich ist, dann wäre das natürlich auch nicht gut. Aber es gibt auch durchaus solche Bilder, weil der Künstler damit seine Gefühle ausgedrückt hat. Nun nehme ich einen breiten Borstenpinsel, einen flachen und ein bisschen Wasser. Und ich habe ja am Anfang gesagt, das ist eine wasservermalbare und mischbare Farbe. Da kann man jetzt eben noch mit Wasser diese Farben vermalen, vielleicht miteinander vermischen, etwas von zu grellen Tönen dann umwandeln in gedämpftere Töne. Und das versuche ich jetzt eben gerade. Ich möchte ja auch die leuchtenden Farben, die da drauf gemalt sind, behalten als solche. Nun hole ich mir eine Acrylfarbe, die hat Glanzpigmente in sich. Das heißt, da sind Glitterelemente enthalten, beziehungsweise diese Farbe hat einen Perlmuttglanz. Das liebe ich auch sehr, denn das gibt dann noch so besondere Strukturen. Zum einen, weil diese Perlmuttfarben sind immer etwas dicker von der Konsistenz her, und zum anderen machen sie natürlich besonderen Eindruck auf den Betrachter, weil von verschiedenen Seiten dann dieses Glitzern und dieser Perlmuttglanz zum Vorschein kommt und dem Bild dann den gewissen Kick noch gibt. Ein bisschen Silberacrylfarbe, die ist ein bisschen dünner, habe ich festgestellt. Nicht so wie diese blaue. Und die trage ich jetzt mit einer Plastikspachtel auf. Ziehe sie drüber, über das Bild. So könnt ihr auch mit verschiedenen Werkzeugen euer Bild bearbeiten. Es muss nicht immer der Pinsel sein, es können auch andere Werkzeuge sein. Und da schaue ich immer in den einschlägigen Geschäften, auch in den Haushaltswarenläden, ob ich da nicht etwas finde. Diese Spachtel gibt es zum Beispiel im Künstlerbedarf genauso gut, wie ihr sie im Baumarkt findet oder in bestimmten Billigläden, 1-Euro-Läden, kann man auch solche Spachteln erhalten, da das ja auch eben im häuslichen Bereich, wenn man Wände verschönern will oder Möbel bemalen möchte, braucht man sowas ja auch, und deswegen haben das eigentlich sehr viele Geschäfte. Am besten ihr schaut mal in einem Baumarkt oder in einem Laden,
der so Heimtextilien und solche Sachen führt. Die haben auch meistens Farben oder Bastelsachen. Mit einem kleineren Rundpinsel habe ich mir jetzt noch ein bisschen gelbe Farbe, also auch eine Acrylfarbe, aufgeladen und werde noch malerisch ein bisschen an dem Bild tätig werden. Einfach um noch diese helleren Farben ein bisschen zu betonen. Es muss auch immer ein Gleichgewicht der Farben da sein. Das heißt, kalte Farben, dann nehme ich mir eben wärmere Farben dazu, um das entsprechend zu ergänzen und um da ein Gleichgewicht zu erhalten. In dem Fall war es mir ein bisschen zu dunkel, weil sehr viele Blautöne, dunkle Blautöne auch dabei sind. Und da ist Gelb eine ganz gute Komponente, um dem entgegenzuwirken. Und das ist so ein Sonnengelb. Das ist, bringt dann viel Wärme mit sich. Deswegen habe ich jetzt diesen Farbton ausgesucht. Ich hätte ja auch zum Beispiel Zitronengelb nehmen können, aber Zitronengelb ist dann wieder mehr ein kalter Farbton. Und ich finde, dieses Sonnengelb passt hervorragend zu diesen Blautönen. Lasst euch ruhig Zeit und betont dann damit gewisse Formen oder bringt neue Formen auf. Ganz egal, ob rund oder eckig oder in Streifenform, in Punkteform. Das kann man sich aussuchen, wie man das möchte. Das ist eure alleinige Fantasie. Hier habe ich noch eine blaue Glitterfarbe mit silbernen Plättchen drin. Das gibt dann nochmal so einen Misty Touch, sage ich immer. Das ist jetzt auch noch so eine Ergänzung zu diesen Blautönen, um da die dunklen Stellen noch ein bisschen aufzupeppen, dass die nicht zu langweilig sind. Und langsam kommt es in die Richtung, wo ich sage, ja, das ist jetzt wirklich meine Farbexplosion. Ich wollte das unbedingt so darstellen. Eine richtige Explosion muss das werden. Mit allen Komponenten, die mir hierfür zur Verfügung stehen. Und das gelingt mir auch bei diesem Bild.
Ihr seht das dann am Ende, zeige ich euch das nochmal im Room View, also an einem Wohnbeispiel. Und da muss ich sagen, das sieht so toll aus. Das hat eine richtig, richtig gute Wirkung wieder an der Wand. Und das macht den Raum so lebendig. Das gefällt mir wirklich gut. Und ihr könnt mir gerne schreiben, ob euch das auch gefällt, beziehungsweise jedes Werk, das ich euch in den Videos präsentiere, das male ich ja auch für euch, denn ihr könnt diese Werke auch bei mir erwerben. Dazu braucht ihr mir nur eine Nachricht schicken, entweder über meine Homepage, über meine Website, die hier drin steht bei YouTube. Da könnt ihr mich erreichen oder ihr schickt mir eine Nachricht über YouTube. Ganz egal. Auf der Website habe ich ein Kontaktformular oder ihr findet im Impressum dann meine E-Mail-Adresse von meinem Atelier. Und dann nehme ich auch gerne Fragen zu Bestellungen auf oder beantworte euch Fragen zu den Farben, die ich hier verwende. Ganz egal, was euer Anliegen ist, schreibt mir einfach, da freue ich mich drauf. So, meine Lieben, das Bild ist fertig. Ich zeige euch mal, wie das schön glitzert und von der Farbe her fantastisch herauskommt. Es war mir ein echtes Vergnügen, euch das zu zeigen. Und man kann jetzt dieses Krepppapier abnehmen. Dabei muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Lieber ganz langsam das abziehen, damit da keine Unglücke passieren. Da muss ich schon immer extrem aufpassen. Und da seht ihr, es bleibt dann ein hübscher Rand. Ein weißer, gerader Rand. Das ist ja der Grund, warum man das so abklebt, damit dann ein sauberer Rand vorhanden ist. Und man braucht ja auch ein bisschen Spielraum, wenn ihr das rahmen wollt und in den Rahmen einlegt, dann könnt ihr das genau abpassen und entsprechend der Farbkante dann einlegen. Und ihr könnt euch auch das entsprechende Passepartout in einem Rahmengeschäft mit dazu kaufen. Das ist dann natürlich noch schöner und die Leute von dem Rahmengeschäft schneiden euch das Passepartout ganz genau zu, dass das Kunstwerk entsprechend zur Geltung kommt. Das wollte ich euch auch mal sagen. So, jetzt habe ich das wunderbar. Sieht das aus? Sehr schön. Danke fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut. Und gleich kommt das Bild im Wohnzimmer. Ciao.